Hallo und willkommen zurück. Viele Synchronizitätsvideos sagen dir, das Universum sendet dir Zeichen. Engel sprechen zu dir. Alles hat eine Bedeutung. Jede Zahl, jedes Zeichen, alles hat eine Bedeutung. Aber möchtest du das wirklich glauben? Und wäre das nicht etwas anstrengend für uns, auch wenn wir jedem kleinen Zufall, der uns in unserem Leben passiert, eine größere Bedeutung geben müssten und so tun müssten, als ob irgendjemand, der es doch deutlich besser weiß als wir, uns diese Statements und diese Zeichen sendet. Mach die Probe aufs Exempel. Schau auf die Uhr und gib die jetzige Uhrzeit ein und such auf Google Angel Number und dann die Uhrzeit ohne diesen Doppelpunkt dazwischen und schau, was dir Google ausspuckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird was Nettes sein, was Positives sein, etwas, mit dem du dich identifizieren kannst. Nicht jede Zahl ist ein Zeichen und nicht jeder Zufall ist ein Zeichen von Führung. Und deshalb schauen wir uns heute in diesem Video an, wie du echte Synchronizitäten von Wunschdenken unterscheidest. Jeder von uns kennt diese Momente, du denkst intensiv an jemanden, den du vielleicht schon 10 Jahre nicht gesehen hast und plötzlich klingelt das Handy, er ruft an. Oder eine bestimmte Zahl taucht auf. Nicht einmal, zweimal, dreimal, immer und immer wieder. Über Tage, Wochen, vielleicht sogar Jahre hinweg. Oder vielleicht nur in wichtigen Phasen deines Lebens. Und das fühlt sich natürlich nicht zufällig an, sondern es fühlt sich für uns an als ein Zeichen, als ein Wegweiser, als ob jemand da ist, der uns sagt, okay, du bist jetzt auf dem richtigen Weg. Ich persönlich zum Beispiel sehe, seit ich etwas über 20 bin, damals habe ich mir so eine Digitaluhr gekauft mit so schönen grünen Leuchtziffern und da sehe ich auf der Uhr die Endziffer 7. Jahrelang, jahrzehntelang eigentlich. Und das fing damals an, ich habe das gesehen und dann habe ich mir mal gedacht, naja gut, ich sehe hier häufiger die 7. Wie oft ist die eigentlich auf der Uhr drauf? 6 Mal. Und dann habe ich mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie oft ich die eigentlich sehen würde. Wenn das reiner Zufall wäre, kann man sich ausrechnen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit eigentlich deutlich geringer ist, die Zahl 7 in der Häufung zu sehen, immer und immer wieder. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das so? Oder in einem langweiligen Moment, ich habe auf einen Kollegen gewartet, schaue ich so ein paar alte Aktenordner durch, die ich wegstellen, die ich eigentlich im Keller räumen wollte und schaue nochmal so ein bisschen aus Nostalgie drüber und sehe dann, oh, da war eine Autopanne, es war am 22.09. Und ach, da habe ich meine Freundin kennengelernt damals, mit der war ich damals ein Jahr zusammen, ist schon Jahre her. Das war am 22.07. Und so hat sich die 22 gehäuft. Und ich war dann auch baff, als ich gesehen habe, wie häufig diese Zahl eigentlich vorkam. Andersrum, als dann mal die 22 da war, also der 22. März war es, glaube ich, als ich dann gedacht habe, heute ist ja wieder der 22., da passiert bestimmt irgendwas Außergewöhnliches. Und was ist passiert? Nix. Das heißt, man kann da auch nicht so drauf gehen, dass das eben so ist, wie wir es wünschen vielleicht oder dass es konstant eben am 22. irgendwas passiert. Das heißt, es ist tatsächlich irgendwo ein Hinweis, dass die 22 für mich eine Bedeutung hat. So habe ich das damals auch gesehen und vor allen Dingen die 7, weil ich mir eben lange Zeit nicht erklären konnte, was die Zahl eigentlich überhaupt bedeutet. So, warum fühlen sich Synchronizitäten eigentlich überhaupt an wie Führung? Und das liegt erstmal daran, dass sie meistens, nicht in dem Beispiel mit der 7 vorher, die sehe ich auch heute noch relativ häufig, die 7, aber generell treten sie oft in Zeiten mit besonderen Ansprüchen auf. Das heißt, du stehst vielleicht vor einer Entscheidung, soll ich links, soll ich rechts, also auf deinem Lebensweg, jetzt nicht an der Kreuzung. Oder du bist im Zweifel, es ist vielleicht eine große Entscheidung nötig und dann kann es sein, dass solche Synchronizitäten gehäuft auftreten. Sie lassen sich aber auch dadurch provozieren, dass man verstärkt auf sie achtet. Das ist auch ein Punkt, also seit ich Synchronizitäten-Videos mache, sehe ich Synchronizitäten auch noch mal häufiger, als ich sie ohnehin schon gesehen habe. Aber sie erscheinen eben häufig, wenn wir eine gewisse Orientierung brauchen. Und das macht sie für uns eben bedeutsam. Eine Bekannte von mir ist Deutschlehrerin und sie hat damals vor einigen Jahren dringend einen neuen Job gesucht, möglichst im Ausland, das war ihr Traum. Sie hat sich dann mit ihrem Mann abends getroffen nach der Arbeit und der brachte eine Bekannte mit,
Die Bekannte war eine flüchtige Bekannte von ihm. Meine Bekannte kannte sie gar nicht und sie haben sich eben in den Kaffee gesetzt und haben sich unterhalten. Und plötzlich sagte die Bekannte ihres Mannes, naja, wir suchen gerade händeringend einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin, aber wir können niemanden finden. Das ist im Ausland und niemand möchte jetzt wohl dahin und wir können niemanden finden. Und meine Bekannte sagte dann natürlich, ja, ich bin Deutschlehrerin, also ich würde gerne mehr darüber wissen. Und so kam es dann zustande und der Job kam zustande und das war wirklich auch es war meines Erachtens nach schon mehr als ein Zufall, sondern das war schon so eine gute Fügung oder eben das richtige Treffen, der richtige Kontakt zum richtigen Zeitpunkt. Die drei häufigsten Perspektiven, was Synchronizitäten angeht, einmal die spirituelle Perspektive, da sind Synchronizitäten Zeichen vom Universum, Zeichen zum Beispiel so eine Barke, als ob du auf dem richtigen Weg oder dass du auf dem richtigen Weg bist. Eine Art leises Navigationssystem. Auch hier ganz wichtig, nicht als Befehl, geh dahin, oder wenn ich die 7 sehe, nimm die 7. Gabelung nach rechts oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Zeichen, es ist also nicht direkt ein Navigationssystem, wie wir es kennen. Psychologisch gesehen lassen sich Synchronizitäten teilweise erklären. Unser Gehirn ist ja ein Suchgerät letzten Endes für Sinn und auch für Muster. Wir haben dieses RAS eingebaut, dieses Reticular Activating System, und da werden uns Dinge präsentiert, immer und immer wieder, die für uns emotional von Bedeutung sind, also die für uns eine größere Bedeutung haben als eben andere Dinge, die zufällig auch da sind. Das heißt, unser Gehirn sucht nach Mustern, es verstärkt Muster, es präsentiert uns die Muster und wir nehmen sie dann wahr. Aber das erklärt nicht alles. Es erklärt nicht die Tiefe des Erlebens. Es erklärt auch nicht das Timing. Und es erklärt auch nicht, was daraus entstehen kann, wenn wir uns eben oder wenn wir diese Synchronizitäten bewusst wahrnehmen und sie in unser Leben integrieren und sie eben auch als Hinweis sehen auf das, was wir tun könnten, nicht als Befehl. Es ist also hier nicht nur das bekannte blaue Auto-Syndrom, das heißt, ich möchte mir vielleicht ein blaues Auto kaufen einer bestimmten Marke und sehe es plötzlich überall auf den Straßen herumfahren. Das liegt nicht daran, dass ich plötzlich irgendwie diese blauen Autos dieser Marke manifestiert habe, sondern dass mein Gehirn mir diese Autos eben herausfiltert, die allerdings vorher auch schon da waren. Das heißt, dieses blaue Auto-Syndrom erklärt nicht die Synchronizitäten. Und eine dritte interessante Perspektive gibt es hier auch, nämlich die existenzielle Perspektive. Vielleicht sind Synchronizitäten Momente, in denen sich unser Inneres mit dem Äußeren berührt. Und zwar nicht, weil irgendjemand sendet, sondern weil wir offen sind wahrzunehmen und weil wir bereit sind zu sehen. Sind wir ehrlich? Man hört ja sehr oft im Zusammenhang mit Synchronizitäten und mit Statistik, mit ungewöhnlichen Vorfällen, dass alles das durch Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärbar wäre. Das ist mathematisch sicherlich nicht anzuzweifeln. Ich kann eine Wahrscheinlichkeit für alle möglichen Dinge, die in meinem Leben passieren, berechnen. Und es gibt sogar eine Wahrscheinlichkeit, dass sich alle Luftmoleküle in diesem Raum jetzt hier zu dem jetzigen Zeitpunkt in eine Richtung bewegen. Und dann würde ich hier vor der Kamera sitzen und unter Atemnot leiden, was zum Glück nicht der Fall ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch endlich, sie ist da, aber niemand erlebt das. Und ich habe es auch noch nie erlebt, ich habe es noch nie gehört, dass meine Bekannten so etwas erlebt haben und das wird wahrscheinlich auch in Millionen von Jahren nicht wirklich vorkommen. Synchronizitäten hingegen erleben sehr viele Menschen, und zwar emotional, lebensnah und auch lebensverändernd. Und der Unterschied hier ist nicht nur die Mathematik, es ist das Erleben. Ich persönlich glaube auch, dass da mehr dahinter ist als eben nur reine Wahrscheinlichkeiten. Sicherlich bin ich auf der einen Seite Wissenschaftler, aber eben auf der anderen Seite habe ich diese Dinge auch ein ums andere Mal immer und immer wieder erlebt, um eben sagen zu können, dass für mich da deutlich mehr dahinter ist als einfach nur Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Wahrscheinlichkeiten für einige Events in meinem Leben auszurechnen, sei es dieses 7-Phänomen, das ich schon seit Jahren erlebe, und sei es auch andere Dinge. Und ich komme dann schon dazu, dass die Wahrscheinlichkeiten eigentlich nicht ausreichen, um mir eben diese Dinge immer und immer wieder einzuspielen in mein Leben. Von daher bin ich davon auch überzeugt, dass es sich da um mehr handelt als einfach nur um pure Wahrscheinlichkeit. Woher kommt die Führung?
Nun, das ist die große Frage. Ich kann die hier auch nicht beantworten. Vielleicht kommt sie aus unserem Unterbewusstsein, vielleicht kommt sie von außen und vielleicht spielt das RAS-System da auch mit und vielleicht ist es auch alles zusammen. Es macht ja auch Sinn anzunehmen, dass Dinge, die jetzt in der Natur schon vorhanden sind, im Universum vorhanden sind, dass die dann unter Umständen auch in Form zum Beispiel dieses RAS-Systems auch eingebaut werden in uns Menschen, dass wir eben diese Dinge auch nutzen können. Das heißt, wir bekommen Signale, die durch den Filter unseres Gehirns an uns gesendet werden, aber wir bekommen auch andere Signale, die eben von woanders herkommen. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Es gibt eben nicht nur Schwarz-Weiß oder es gibt nicht nur die oder die Richtung, sondern es gibt eben auch alles dazwischen. Das heißt, man muss das natürlich auch dann in Überlegungen einbeziehen, wenn man die Dinge anzweifeln möchte oder aber auch, wenn man sie bestätigen möchte, was eben auch manchmal nicht so einfach ist. Und entscheidend ist dann letzten Endes auch das eigene persönliche Erleben dieser Dinge. Es bleibt also wissenschaftlich gesehen, statistisch gesehen offen, wo Synchronizitäten herkommen, aber dass Synchronizitäten Orientierung geben können, Mut, Hoffnung, Bewegung, das ist höchst real. So, und als nächstes werden wir praktisch. Und da geht es darum, wie du mit diesen Synchronizitäten eigentlich umgehen kannst, ohne dich darin zu verlieren. Denn das Potenzial ist sicherlich da, dass wenn man mal anfängt, diese Dinge zu sehen, dass man plötzlich überall Zeichen und Signale sieht, die aber eigentlich überhaupt nicht da sind. Das heißt, Synchronizitäten können Orientierung geben und können sehr, sehr hilfreich sein, aber können eben auch gefährlich sein. Das heißt, die erste Faustregel, will ich mal so sagen, Synchronizitäten nehmen dir keine Entscheidungen ab. Du bist trotz Synchronizitäten immer noch derjenige, der in letzter Instanz entscheidet. Synchronizitäten können dir Hinweise geben, die können dir Orientierung geben, aber eben nicht im Sinne eines Befehls. Und sie sind keine Verträge mit dem Universum. Und vielleicht kennst du diese, auf Social Media, diese Sätze wie, ja, wenn du das hier siehst, dieses Video oder diese Zahl, dann ist es ein Zeichen, dass eine Manifestation zu dir auf dem Wege ist. Und ja gut, ich muss da wohl nicht allzu viel dazu sagen halt. Es besteht eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Das kann man nicht in Abrede stellen. Auch hier andersrum gesehen besteht also auch eine Wahrscheinlichkeit. Mich würde aber mal interessieren bei diesem Thema, wie viele von euch haben das dann auch wirklich im Nachgang erlebt, dass tatsächlich eine Manifestation, und zwar keine, wo ich jetzt vielleicht sage, ich möchte vielleicht irgendwie einen Parkplatz finden, sondern irgendwas Größeres zum Beispiel dann tatsächlich auf dem Weg zu euch war oder zu dir war und sich dann letztlich auch gezeigt hat. So, aber zurück zu den Synchronizitäten und den Zahlen da zum Beispiel. Es ist nicht ratsam, wenn du jetzt irgendwo auf der Straße unterwegs bist und siehst irgendwie zweimal die Hausnummer 9, dass du dann denkst, ja, die Hausnummer 9, 9 heißt ja letztendlich spirituell gesehen, das ist ein Ende, es beendet sich etwas und es ist auch gleichzeitig ein Neuanfang, also sollte ich vielleicht meinen Job kündigen. Das wäre Wunschdenken. Und damit kommen wir auch gleich zur zweiten Regel, frag dich, was du projizierst. Denn oftmals kommen Synchronizitäten auch dann hervor, wenn du dich bereits für eine Richtung festgelegt hast, die dich dann bestätigen. Das ist per se kein Nachteil, aber du solltest dir dessen bewusst sein, was eben hinter den Kulissen passiert. Und dass du eine Bestätigung bekommst dessen, was du eigentlich sowieso schon möchtest. Und die Verantwortung letzten Endes bleibt dann auch bei dir. Die dritte Regel wäre, nutze sie als Kompass, nicht als Karte. Ein Kompass zeigt dir die Richtung. Aber er sagt dir nicht, gehe 357 Schritte nach links. Aber es ist kein Befehl, es ist keine Anordnung und es stupst dich ein wenig an und sagt dir vielleicht, denk da nochmal drüber nach, in die eine oder andere Richtung. Aber den Weg selber, den bestimmst du selbst und den gehst du auch selbst. In diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, bleib kritisch. Auch zu dir selbst, mit dir selbst. Es gibt Menschen, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wenn man sich mal mit diesen Dingen beschäftigt, dann kann es natürlich sein, dass man auch so ein bisschen süchtig danach wird, nach der Bestätigung, die ich gerne hätte. Und dann sehe ich plötzlich überall in allem, was da ist, Zeichen und Führung und Anordnungen und was ich tun soll, um eben dieses oder jenes Ziel zu erreichen.
Und das hält viele von uns selbst nicht dann ab, wenn sie merken, sie erreichen ihre Ziele ja durch diese Art von Verhalten gar nicht, sondern da wird dann immer wieder die Schuld bei sich selbst gesucht und wird aber nicht die Methode an sich angezweifelt, die aber wirklich völlig over the top sein kann in dem Zusammenhang. Und das ist dann keine Spiritualität mehr, sondern das ist dann purer Kontrollverlust. Echte Synchronizitäten haben in der Regel eine Qualität. Sie berühren dich tief, sie sind nicht allzu häufig. Es gibt Ausnahmen, eben diese 7 zum Beispiel, aber in der Regel sind die wirklich größeren, also die Synchronizitäten, die zu größeren Entscheidungen führen, sind nicht so häufig. Und der Punkt ist der, wenn du jeden Tag 10, 20, 30 oder mehr Zeichen siehst, dann suchst du keine Führung, dann suchst du Bestätigung. Und das ist dann im Prinzip dann auch nicht unbedingt allzu gesund, denn man sollte auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das ist jetzt das, was ich als richtig empfinde, was ich als richtig erkannt habe und das tue ich jetzt auch, unabhängig von dem, ob ich jetzt gerade irgendeine Zahl sehe oder sie nicht sehe. Wenn da wirklich irgendwas Bedeutsames da wäre, dann würde vermutlich eine von diesen größeren und selteneren Synchronizitäten auftreten. Oder aber eben auch nicht. Man kann sich eben nicht darauf verlassen. Das ist so ähnlich wie damals, als ich gedacht habe, naja, heute ist der 22., da sollte doch was passieren. Es kann aber auch sein, dass gar nichts ist. Das heißt, ganz wichtig ist, dass wir unser Leben führen, dass wir aktiv unser Leben leben und diese Synchronizitäten eben als Tool nutzen, so wie wenn ich mich ins Auto setze und mein Navi einschalte und sage, ich möchte da und dahin. Aber die Kontrolle nicht abgebe und nicht zu einem dieser Menschen werde, die jetzt aus Versehen, weil sie sich zu 100% diesem Navigationssystem anvertraut haben, irgendwo von einer Kaimauer in das Hafenbecken platschen. Das ist alles schon passiert und das rührt halt eben daher, dass man sich auf manche Dinge zu sehr verlässt, die in der Regel schon nützlich sein können. Aber man sollte die Kontrolle über das, was wir tun, also die Kontrolle über unsere Handlungen, nicht in der Form abgeben. Wir müssen nicht alles und jedes kontrollieren, spirituell gesehen, aber wenn wir unser Leben leben, dann sollten wir schon die Kontrolle über unser Leben behalten und es dahin steuern, wo wir hinwollen. Und da sind eben dann diese Dinge wie die Synchronizitäten sehr hilfreich und Tools, die wir verwenden können. Ansonsten kannst du dann auch eine Münze werfen. Das wäre dann im Prinzip bei 30, 40 Zeichen am Tag wäre das vermutlich genauso hilfreich und deine Entscheidungen wären wahrscheinlich genauso gut oder schlecht, wie wenn du auf diese 30 Zeichen am Tag hörst. Und ein praktischer Tipp, wenn du dich damit mehr beschäftigen möchtest und mit diesen Synchronizitäten eben auch arbeiten möchtest, es ist immer hilfreich, da ein Synchronizitätstagebuch zu führen. Das heißt, du kannst jeden Abend aufschreiben, habe ich heute einen Zufall erlebt, der sich nicht so richtig zufällig anfühlte? Ist heute irgendetwas passiert, was bedeutungsvoll war im Sinne dieser Synchronizitäten? Und das Ganze nicht sofort bewerten, einfach nur mal aufschreiben und ruhen lassen und nach einer Woche, wenn du jetzt mehrere Einträge in dieses Synchronizitätenjournal gemacht hast, einfach mal nochmal reinschauen und schauen, was sich da angesammelt hat, ob sich verschiedene Einträge gegenseitig bestätigen oder welche Richtung das Ganze gehen könnte. Und dann kannst du eben, und da bist du in der Lage, eben auch aus diesen Synchronizitäten Nutzen zu ziehen und sie in dein Leben einzubauen in einer vernünftigen Weise. Das heißt, wenn du Fragen stellst wie, welche dieser Momente, die ich jetzt notiert habe, hatten wirkliche Tiefe? Welche waren einfach nur interessant? Und welche waren vielleicht doch nur Zufall? Und dadurch schärfst du dein Gespür. Und du wirst im Laufe der Zeit immer besser darin, Synchronizitäten von einfachen Projektionen zu unterscheiden. Und auch immer mehr Nutzen aus diesen Synchronizitäten ziehen. Und du lernst auch, wie dein Unbewusstes mit dir kommuniziert. Vielleicht beginnt das Spirituelle nicht dort, wo wir aufhören zu denken, sondern dort, wo wir ehrlich bleiben. Auch mit den Dingen, die wir nicht verstehen. Synchronizitäten sind keine Beweise, aber sie sind eben auch keine Einbildung. Es sind Erfahrungen. Und Erfahrungen sind immer real, auch wenn die Ursache unklar bleibt. Aber auch wenn die Ursache unklar bleibt, wir können sie nutzen. Wir nutzen auch die Gravitation. Und die Gravitation ist eben auch noch nicht in völliger Tiefe verstanden. Diese Quantengravitation, über die viel diskutiert wird, zum Beispiel, da scheiden sich die Geister auch noch und trotzdem können wir sie nutzen für unsere Anwendungen, manchmal zu unserem Nutzen, manchmal auch zu unserem Schaden.
aber nutzen können wir sie allemal. Und da ist es im Prinzip ähnlich. Das heißt, wir können diese ganzen Dinge, die wir erfahren, nutzen und für uns verwenden, um unser Leben zu verbessern. Das heißt, ob du sie als Zeichen des Universums siehst oder als Botschaften deines Unbewussten oder eben als Momente, in denen sich dein Inneres mit dem Äußeren berührt, das entscheidest du selbst. Aber dass sie Bedeutung haben können, dass sie dich wachhalten, dass sie dich orientieren, das ist keine Frage des Glaubens. Das ist eine Frage des Erlebens und nicht alle Fragen brauchen eine Antwort, eine unmittelbare, manche brauchen einfach Raum. Wenn du selbst starke Synchronizitäten erlebt hast, schreib sie in die Kommentare. Ich bin neugierig, was andere für Erfahrungen mit diesen Phänomenen gemacht haben und wie unterschiedlich die Erfahrungen eben sind. Vielleicht hat dir dieses Video geholfen, Synchronizitäten aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Würde mich sehr freuen. Schreib in die Kommentare, was du darüber denkst, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eine gute Zeit.